Auf dem Markt. Sauer oder süß? Entschuldigung, ich war letzte Woche hier. Ja, ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das überrascht mich. Rote Jacke, große Tasche. Stimmt, ich habe bei Ihnen Erdbeeren gekauft. Und wie hat es Ihnen geschmeckt? Ehrlich gesagt, gar nicht. Oh, Sie waren sauer, sehr sauer. das ist seltsam. Letzte Woche hatten wir eine ausgezeichnete Lieferung. Naja, dann hatte ich wohl Pech. Haben Sie sie gleich gegessen oder 2 Tage gewartet? Sofort. Hätte ich warten sollen? Erdbeeren reifen manchmal zu Hause nach. Sie werden süßer. Das habe ich noch nie gehört. Viele wissen das nicht. Probieren Sie die heutigen. Überzeugen Sie sich selbst. Nein, danke. Ich habe meine Schlüsse gezogen. Ein kleines Stück. Ganz unverbindlich. Unverbindlich? Das klingt wie Werbung. Vielleicht. Aber ehrliche Werbung. Na gut, nur eines. Hier, probieren Sie diese. Hm, warten Sie, ich muss kurz nachdenken. Nehmen Sie sich Zeit. Das ist völlig anders. Eben. Woher kommt der Unterschied? Eine andere Sorte. Und das Wetter diese Woche ist besser. Die Sonne beeinflusst den Geschmack? Sehr stark. 2 Sonnentage und die Beere ist eine völlig andere. Das hätte ich nicht gedacht. Erdbeeren sind eine launische Sache. Wie Menschen, würde ich sagen. So ungefähr ja. Ist es bei Ihnen immer so belebt? Samstags schon. Wochentags ist es ruhiger. Ich gehe normalerweise in den Supermarkt. Und wie finden Sie das? Praktisch, aber der Geschmack ist nicht derselbe. Supermarkterdbeeren werden unreif gepflückt. Die kommen von weit her. Und Ihre? Aus Bayern, 40 Kilometer von hier. So nah? Deshalb schmecken sie anders. Wir pflücken sie reif. Das leuchtet mir ein. Was haben Sie noch? Kommt drauf an, was Sie suchen. Irgendetwas für den Nachtisch. Ich bekomme heute Abend Besuch. Dann schauen Sie sich die Himbeeren an. Die sind heute Morgen angekommen. Himbeeren werden bei mir immer so schnell matschig. Diese hier sind fest. Die halten gut. Darf ich probieren? Natürlich. Hm, ja, das ist wirklich was anderes. Nehmen Sie welche? Ja, 300 Gramm. Das ist wenig für Gäste. Das ist für mich. Für die Gäste extra. Ehrlich? Respekt? Haben Sie auch Kirschen? In einer Woche. Noch nicht Saison. Schade. Ich habe so darauf gewartet. Kommen Sie nächsten Samstag vorbei. Sind Sie immer samstags hier? 12 Jahre. Immer samstags. Lang. Ist das Familientradition? Ich habe mit meinem Vater angefangen. Jetzt mache ich es allein. Haben Sie auch frische Minze? Ja, heute Morgen erst geschnitten. Perfekt. Ich wollte sowieso Limonade machen. Gute Wahl. Nehmen Sie einen Bund? Ja. Sagen Sie, haben Sie auch etwas Ungewöhnliches?
Etwas, das man im Laden nicht findet? Stachelbeeren, die nimmt kaum jemand. Stachelbeeren, die habe ich seit Jahren nicht gesehen. Probieren Sie, die sind gerade auf dem Höhepunkt. Hm, etwas sauer, aber interessant. Gut für Marmelade. Oder einfach so. Ich nehme ein bisschen. Ich versuche mich zu erinnern, wie meine Oma das gemacht hat. Omas Rezepte sind immer die besten. Da haben Sie recht. Noch etwas? Nein, das reicht. Sonst kaufe ich Ihnen noch alles weg. Das wäre gar nicht so schlecht. Für Sie vielleicht, für mein Portemonnaie nicht. Gut, dann rechnen wir ab. Erdbeeren, Himbeeren, Minze, Stachelbeeren. Und ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht früher hergekommen bin. Das gibt's umsonst. Wie viel macht das? 13 Euro. Für Sie 12. Schon wieder ein Rabatt? Der letzte. Ab jetzt voller Preis. Abgemacht. Bitte sehr. Kommen Sie nächste Woche. Die Kirschen warten auf Sie. Versprochen? 12 Jahre, immer pünktlich. Das ist ein gutes Argument. Schönen Abend noch mit Ihren Gästen. Danke. Und für die Erdbeeren, diesmal. Nächstes Mal warten Sie bis morgen. Ich versuche es. Das schafft niemand. Aber der Rat gilt trotzdem. Abonniere den Kanal und gib uns einen Daumen hoch. Und jetzt eine Frage für aufmerksame Zuschauer. Woher bringt Jonas seine Erdbeeren? Schreibt die Antwort in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.